Bewegungsablauf der Standardbewegung. Nach Meinl und Schnabel 2007 wird die zeitliche Struktur von azyklischen Bewegungen in eine Vorbereitungs-, Haupt- und Endphase unterteilt. Die Standardbewegung beginnt mit dem Unter die Hände gehen. Hierbei wird die Bewegung vorbereitet und eine günstige Position für das anschließende über die Füße gehen und rauf eingenommen. In der Hauptphase wird der Körper über einen oder beide Füße gebracht, nach oben gedrückt und zum Zielgriff gegriffen. Mit dem Fassen des Griffs wird der Körper stabilisiert und ein neuer Bewegungszyklus eingeleitet. Das ist der Beschrieb aus dem Lehrbuch Peak Performance von Guido Köstermeier. Dieses Buch kann ich nur jedem empfehlen, der sich mit Trainingslehre und Klettertechnik befassen möchte. Ist der Zielgriff rechts, geht die rechte Hand nach oben. Die rechte Hüfte geht gegen die Wand und der rechte Fuß wird zuerst gestellt. Ist der Zielgriff links, geht die linke Hand nach oben, die linke Hüfte ist gegen die Wand und der linke Fuß wird zuerst gestellt. Also Standardbewegung. Bei der Standardbewegung ist wichtig, Fuß positionieren, Spitze setzen, Schwerpunkt tief, Fuß dazu. Zugreifen und Impuls. Wichtig beim Einstieg ist, wenn du den Fuß gesetzt hast, geht der Schwerpunkt tief. Schwerpunkt geht tief, dann kommt der Fuß dazu. Dann guckst du erst nach oben und machst den Zug. Der Fuß sollte so gestellt werden, dass er sich drehen lässt auf dem Tritt. Er sollte immer drehbar sein bei der ganzen Bewegung. Dass wenn du zum Beispiel setzt den Fuß, wenn du zum Beispiel hier drüben gehst und jetzt einen Kreuzschritt machen musst, dass du den Fuß zurückdrehen kannst. Fuß positionieren. Bevor du wieder weiterziehst, soll der Schwerpunkt ganz nach unten. Der letzte Punkt, wenn der Schwerpunkt tief ist, geht der Fuß zurück. Und dann kannst du wieder ziehen. Noch auf die andere Seite zeigen. Der Fuß wird gesetzt, Schwerpunkt geht tief, Fuß kommt dazu. Erst dann guckst du nach oben, Zug, Fuß wird zurückgedreht, wieder Tritt nehmen, Schwerpunkt tief, Fuß dazu und Zug. Schwerpunkt tief, Fuß dazu und Zug. Fuß positionieren und jetzt hier ist der Punkt wichtig, dass auch wieder der Schwerpunkt tief geht. Fuß dazu, Zug. Ganz wichtig ist, auch wenn wir hier eindrehen, der Fuß wird immer frontal gestellt. Und dann wird er erst leicht reingeklappt. Fuß positionieren, Schwerpunkt tief, Fuß dazu und Zug. Jetzt gehen wir von diesem Griff hier auf die linke Seite und beim Eindrehen ist vielleicht auch immer so für den Anfänger noch wichtig, wie drehst du ein. Du musst immer schauen, von deinem Haltegriff gehst du nach links, bist du tendenziell links eingedreht, also bist links eingedreht. Gehst du von diesem Griff zum Beispiel auf die rechte Seite, bist du rechts eingedreht. Die rechte Hand geht, die rechte Hüfte kommt dann gegen die Wand beim Eindrehen. Der rechte Fuß wird auch zuerst gestellt. Jetzt dieses Beispiel nach links drüber. Fuß wird positioniert, Schwerpunkt tief, Fuß dazu. Ganz wichtig beim Fußsetzen, der Blick ist immer auf dem Fuß, bis er steht. Nicht vorher hochgucken, erst dann nach oben orientieren und den Zug einleiten. Hier bei diesem Wechsel zurückdrehen. Hier muss man immer das Bein wieder strecken, leicht nach außen.
Fuß wird positioniert und jetzt, bevor man den Fuß löst, sollte der Schwerpunkt wieder nach unten. Das linke Bein geht auch wieder in die Entspannung und beugt sich. Erst jetzt, wenn du praktisch auf deinem Bein drauf sitzt, kommt der Fuß dazu. Daneben dazugreifen und Impuls. Willst du die Standardbewegung lernen, solltest du das an einer Wand wie dieser tun. Sie sollte möglichst viele Griffe und Tritte besitzen. Da ist es viel leichter, das Ganze zu lernen. Nach etwa 3 Wochen Üben sollte das Ganze automatisiert sein. Es wird dir zunehmend leichter fallen, die Züge vorauszuplanen, was beim Klettern besonders wichtig ist. Bist du nach dem Zug überstreckt, fällt es dir danach schwer, die Füße wieder hoch zu bekommen. Ein weiteres Problem ist, dass der Schwerpunkt erst nach oben geht. Besonders an flachen Griffen, den sogenannten Slopern, ist es wichtig, dass der Schwerpunkt tief bleibt. Oftmals hast du nur so an schlechten Griffen einen guten Grip und fällst nicht aus der Wand. Die Standardbewegung funktioniert sehr gut an großgriffigen Routen oder in Überhängen. Eine besonders gute Übung ist die Übung Buntklettern. Versuche die Züge vorauszuplanen und diese nur mit der Standardbewegung zu klettern. Zur Übung Buntklettern findest du auch weitere Videos auf meinem Kanal. Link unten in der Beschreibung. Ja, kannst du dann einen Einsticker machen. Nachgreifen und Impuls. Sehr schön. Jetzt bist du über die Mitte gestanden. Nee, mach mal gleich. Ja, ist gut. Komm, mach mal. Spürst du es? Ja. Kack. Und dann musst du. Ah, der steht schon hoch. Ne? Du bist schon flexibel. Und Impuls. Sehr schön. Nicht zu weit. Steh lieber mal ein bisschen weiter links. Das hast du in der Route auch noch häufig. Dass die Tritte außen sind. Geh ruhig mal ein bisschen außen weiter. Ja, hochgrün. Nein, der obere rechte Grüne. Obere rechte Grüne. Ja, genau, der Knie nach hier rüber. Fuß, höher links, auf Freifuß. Und zu. Wenn sonst links, wenn du so hoch stehst und mit dem größeren Fuß so tief bleibst. Fuß, nachgreifen, Impuls. Super. Super.